Hallo und herzlich willkommen hier bei Lomster TV. Heute habe ich mal ein ganz anderes Thema für euch, und zwar kein Retro, keine Figuren oder sonst irgendetwas. Und zwar bin ich momentan am Umbauen, und zwar baue ich mir gerade mein eigenes Wohnzimmer-Heimkino. Sound ist mir persönlich wichtiger als Bild, und deswegen habe ich mir gesagt, ich will mehr Sound in diesem Raum. Und das Thema ist nicht Dolby Atmos, sondern Auro 3D. Auf jeden Fall möchte ich euch das ganze Projekt ein bisschen näher bringen und vielleicht habt ihr Lust zuzuschauen. Wenn das so ist, bleibt einfach dran. Alles Weitere erkläre ich im Video. Viel Spaß! Fangen wir einfach mal beim jetzigen Wohnzimmer-Setup an. Ihr seht hier eine schlichte Wohnwand und das Teufeltheater 100 MK1 System. Und zum Größenvergleich habe ich den neuen Sub einfach mal vor den alten gestellt. Das ist die Rückseite unseres bisherigen Wohnzimmers. An den Seiten sehen wir Teufel-Dipole, die auch ganz gut funktioniert haben, aber insgesamt waren halt alle Boxen viel zu hoch angeschraubt. Oben sehen wir einen Sony HW40, der auf eine weiße Leinwand von Elite Screens projiziert. Lautsprecherkabel haben wir bei der letzten Haussanierung schon in die Wand gebracht, dennoch musste ich für den Sony HDMI-Kabel und Stromkabel leider in einen Kabelkanal verfrachten. Das war jetzt nicht so extrem auffällig, aber doch ein wenig störend. Seht ihr die fetten Pakete, die der arme Postbote schleppen musste, und wie ihr seht, es ist eine DALI-Zensor-Reihe geworden. Und hier das Ganze nochmal ausgepackt. Hier sehen wir nochmal den Größenunterschied zum letzten Subwoofer, obwohl das ja überhaupt nichts heißen mag. Da mir bei meinem letzten Yamaha-Verstärker schon einige HDMI-Eingänge fehlten, musste ich mir einen Switch dafür kaufen, sowie auch einen Switch für HDMI Out, da ich ja Beamer und TV parallel betreiben wollte. Damit ihr euch nun vorstellen könnt, wie das Ganze bei mir aussah, schalte ich jetzt per Logitech Universalfernbedienung das Kino an und ihr dürft euch kurz zurücklehnen für eine Filmszene, die ich einmal aufgenommen habe, die man natürlich nicht mit der echten Qualität vor Ort vergleichen kann, euch aber eine etwaige Vorstellung davon geben sollte, wie es hier vor Ort wirkte. War gar nicht so schlecht, oder? Und ich finde, gerade hier merkt man, was man im unteren Preissegment eigentlich für Ton und Bild bekommt. Dazu muss man bedenken, dass die gesamten Wände links, rechts und oben komplett weiß sind. So, und jetzt wird es mal Zeit, langsam richtig loszulegen. Und wie ihr seht, die Wände sind schon komplett leer. Alles ist weggeräumt. Die Leinwand hängt da noch, sowie auch der Beamer, aber ich denke, das reicht erstmal, um richtig loszulegen. Natürlich haben wir das Ganze von Anfang an halbwegs durchdacht geplant. Wir haben uns viele YouTube-Videos angeguckt, ich verfolge schon seit 2 Jahren einen Heimkino-Kanal, der sehr geholfen hat. Und angefangen haben wir erstmal mit den Halterungen für das DALI-System. Danach haben wir uns eine Menge Dachlatten und unzählige Winkel sowie Dübel und Schrauben besorgt, um eine Konstruktion zu bauen, die die Leinwand versteckt. Und hier seht ihr die fertige Deckenabhängung für die Leinwand. Die Leinwand ist übrigens eine Motorleinwand per Infrarot gesteuert von der Firma Elite Screens. Und was ich euch auch empfehlen kann, sind Steckdosen. Niemand hat sie, jeder braucht sie. Ich habe mir gleich 20 Stück hier hingesetzt, damit ich auch immer genug habe. Und vor knapp 3 Jahren auch die Audiokabel in der Wand versenkt. Leider noch für ein 5.1 System, da habe ich damals nicht so weit gedacht, dass noch so viele Boxen dazukommen könnten. Hier sind wir schon bei der nächsten Konstruktion für die rechte Außenwand. Und da hatten wir gerade 15 Grad Hitze
und zack, einen Tag später 0 Grad Schnee. Hier die Verkleidung mit Riehgips an der Decke. Und hier ist auch schon die zweite Konstruktion. So, der ganze Frontbereich ist jetzt so gut wie fertig. Wir haben jetzt rechts und links jeweils die Aussparung für die Boxen. Das ganze Rehgips wird jetzt nacheinander noch verputzt, so wie die Schrauben und alles, was so dazugehört. Das wird alles schick und glatt poliert. Und ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Damit ihr mal einen genaueren Blick hinter die Kulissen habt, nehme ich euch einfach mal mit. So, das sind jetzt hier sozusagen die Kästen. Hier kommt der etwas kleinere Lautsprecher hinein und hier kommt der etwas größere Lautsprecher. Deswegen haben wir hier so eine große Öffnung. Hier oben sehen wir dann die kleine Deckenabhängung, wo dann die Leinwand hinter sitzt. Falls ihr euch wundern solltet, warum wir die Rehgipsplatten hier andersherum geschraubt haben, die haben hier leider so eine kleine Kante auf der anderen Seite. Das wollte ich halt ungern jetzt einfach wegschmeißen. Deswegen haben wir die andersrum gesetzt und das sind auch Platten, die man auch andersrum schrauben kann. Schauen wir mal weiter. Hier ist der andere, hier habe ich die ganzen Kabel. Da sehen wir das HDMI-Kabel, das vom Beamer von da hinten führt und noch 2 Lautsprecherkabel. Den Rest an Lautsprecherkabeln habe ich hier, man sieht es ganz schlecht, da in der Wand verbaut. Das kommt dann ja hier vorne raus. Mit der Leinwand muss ich mir was einfallen lassen und zwar habe ich mich für dieses Teil entschieden und das ganze Ding wird dann entsprechend in der Wandfarbe lackiert oder gestrichen, damit es nicht so stark auffällt.